Bruttogehalt verhandeln. Frau Lara, das Gespräch läuft sehr gut. Frau Lara, das Gespräch läuft sehr gut. Danke, das freut mich sehr. Danke, das freut mich sehr. Ich habe noch eine wichtige Frage. Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen? Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen? Was ist Ihre Gehaltsvorstellung für diese Stelle? Ich wünsche mir 50.000 Euro Bruttogehalt. Ich wünsche mir 50.000 Euro Bruttogehalt. Pro Jahr, meinen Sie? Ja, das ist mein Jahresbruttogehalt. Ja, das ist mein Jahresbruttogehalt. Das ist ein hoher Wunsch. Warum so viel? Ich habe 5 Jahre Erfahrung im Marketing. Das stimmt. Ihre Erfahrung ist gut. Und der Markt zahlt aktuell ähnliche Gehälter. Ist das Bruttogehalt mit Weihnachtsgeld? Ja, Weihnachtsgeld ist dabei eingerechnet. Auch das Urlaubsgeld ist inklusive? Ja, alles ist im Bruttogehalt enthalten. Wir haben ein Budget von 47.000 Euro. Das ist etwas unter meiner Vorstellung. Ja, das verstehe ich gut. Gibt es Zusatzleistungen bei Ihnen? Ja, wir haben einige gute Zusatzleistungen. Was für Zusatzleistungen sind das? Ein Jobticket für öffentliche Verkehrsmittel. Das ist praktisch. Was noch? Homeoffice 2 Tage pro Woche. Das ist sehr attraktiv für mich. Und wir zahlen für Ihre Weiterbildung. Weiterbildung ist mir wirklich wichtig. Mit diesen Zusatzleistungen ist das Angebot fair. Ja, das sehe ich jetzt auch so. Können Sie sich 48.000 vorstellen? Mit den Zusatzleistungen, ja. Das akzeptiere ich. Gut, dann sind wir uns einig. Wie lang ist die Probezeit bei Ihnen? 6 Monate, das ist Standard in Deutschland. Und das Gehalt ist in der Probezeit gleich? Ja, das Bruttogehalt gilt sofort ab Tag 1. Gut, das ist fair. Ich bin einverstanden. Nach der Probezeit gibt es ein Gespräch. Ein Gespräch über das Gehalt? Ja, dann können wir das Gehalt erhöhen. Das motiviert mich zusätzlich. Danke. Wann können Sie frühestens anfangen? In 4 Wochen wäre ich bereit.
Das passt gut für uns. Sehr gut. Das passt gut für uns. Sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Stelle. Ich freue mich sehr auf die Stelle. Wir freuen uns auch auf Sie, Frau Lara. Wir freuen uns auch auf Sie, Frau Lara. Bekomme ich den Vertrag schriftlich? Bekomme ich den Vertrag schriftlich? Ja, den Arbeitsvertrag schicken wir per Post. Ja, den Arbeitsvertrag schicken wir per Post. Mit dem Bruttogehalt und den Zusatzleistungen? Mit dem Bruttogehalt und den Zusatzleistungen? Ja, alles steht im Vertrag genau drin. Ja, alles steht im Vertrag genau drin. Wann kommt der Vertrag ungefähr? Wann kommt der Vertrag ungefähr? In 3 bis 5 Werktagen per Post. In 3 bis 5 Werktagen per Post. Gut, ich warte auf den Vertrag. Gut, ich warte auf den Vertrag. Haben Sie noch weitere Fragen? Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, alles ist klar. Vielen Dank. Nein, alles ist klar. Vielen Dank. Sehr gut. Willkommen im Team, Frau Lara. Sehr gut. Willkommen im Team, Frau Lara. Dankeschön, ich freue mich sehr. Dankeschön, ich freue mich sehr. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen, Herr Schulz. Auf Wiedersehen, Herr Schulz. Kollegen am ersten Arbeitstag kennenlernen. Guten Morgen, Luca. Willkommen im Team. Guten Morgen, Luca. Willkommen im Team. Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin deine Mentorin in den ersten Wochen. Ich bin deine Mentorin in den ersten Wochen. Das ist toll. Danke für die Unterstützung. Das ist toll. Danke für die Unterstützung. Wir zeigen dir heute alles im Büro. Wir zeigen dir heute alles im Büro. Gut, ich bin gespannt auf alles hier. Gut, ich bin gespannt auf alles hier. Zuerst kommen wir zur Kaffeeküche. Zuerst kommen wir zur Kaffeeküche. Ah, das ist die Küche für alle Mitarbeiter? Ah, das ist die Küche für alle Mitarbeiter? Ja, hier trifft man sich jeden Morgen. Ja, hier trifft man sich jeden Morgen. Sehr gemütlich hier. Ich mag das. Sehr gemütlich hier. Ich mag das. Kaffee, Tee und Wasser sind kostenlos. Kaffee, Tee und Wasser sind kostenlos. Das ist nett vom Unternehmen. Danke. Das ist nett vom Unternehmen. Danke. Hier möchte ich dich kurz vorstellen. Hier möchte ich dich kurz vorstellen. Ja, gerne. Das ist mir wichtig. Ja, gerne. Das ist mir wichtig. Das ist Luca, unser neuer Kollege. Das ist Luca, unser neuer Kollege. Hallo zusammen, ich bin Luca. Freut mich. Hallo zusammen, ich bin Luca. Freut mich. Luca arbeitet ab heute im Marketingteam. Luca arbeitet ab heute im Marketingteam. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch. Bei uns duzen wir alle Kollegen. Bei uns duzen wir alle Kollegen. Auch die Chefs und Teamleiter? Auch die Chefs und Teamleiter? Ja, alle. Vom Chef bis zum Praktikanten. Ja, alle. Vom Chef bis zum Praktikanten. Das ist angenehm und sehr entspannt. Das ist angenehm und sehr entspannt. Wir sagen du, nicht sie. Das ist Firmenkultur. Wir sagen du, nicht sie. Das ist Firmenkultur. Gut, das gewöhne ich mir schnell an. Gut, das gewöhne ich mir schnell an. In manchen Firmen siezen alle noch. In manchen Firmen siezen alle noch. Aber hier ist Duzen die Regel, oder? Aber hier ist Duzen die Regel, oder? Genau, duzen ist bei uns ganz normal. Genau, duzen ist bei uns ganz normal. Verstanden. Ich duze dann alle ab jetzt. Verstanden. Ich duze dann alle ab jetzt. Gut, jetzt erkläre ich die Arbeitszeiten. Gut, jetzt erkläre ich die Arbeitszeiten.
Ja, das ist wichtig für mich zu wissen. Ja, das ist wichtig für mich zu wissen. Wir haben Gleitzeit hier im Unternehmen. Wir haben Gleitzeit hier im Unternehmen. Was bedeutet Gleitzeit genau? Was bedeutet Gleitzeit genau? Du kannst zwischen 7 und 10 Uhr anfangen. Du kannst zwischen 7 und 10 Uhr anfangen. Ich kann selbst wählen, wann ich komme? Ich kann selbst wählen, wann ich komme? Ja, aber 8 Stunden pro Tag musst du arbeiten. Ja, aber 8 Stunden pro Tag musst du arbeiten. Das ist sehr flexibel. Das mag ich sehr. Das ist sehr flexibel. Das mag ich sehr. Viele Kollegen kommen um 8 Uhr. Viele Kollegen kommen um 8 Uhr. Ich komme auch lieber früh. Um 8 Uhr. Ich komme auch lieber früh. Um 8 Uhr. Gut, dann gehst du um 16 Uhr. Gut, dann gehst du um 16 Uhr. Mit einer Stunde Pause dazwischen? Mit einer Stunde Pause dazwischen? Ja, die Mittagspause ist zwischen 12 und 14 Uhr. Ja, die Mittagspause ist zwischen 12 und 14 Uhr. Wie lange darf die Pause sein? Wie lange darf die Pause sein? Mindestens 30 Minuten, maximal eine Stunde. Mindestens 30 Minuten, maximal eine Stunde. Muss ich die Pause irgendwo eintragen? Muss ich die Pause irgendwo eintragen? Ja, im digitalen Zeiterfassungssystem bitte. Ja, im digitalen Zeiterfassungssystem bitte. Wo finde ich dieses System? Wo finde ich dieses System? Auf deinem Computer? Ich zeig's dir nachher. Auf deinem Computer? Ich zeig's dir nachher. Danke. Und die Einarbeitung, wie läuft die ab? Danke. Und die Einarbeitung, wie läuft die ab? Die ersten 2 Wochen lernst du alles kennen. Die ersten 2 Wochen lernst du alles kennen. Mit dir zusammen oder alleine? Mit dir zusammen oder alleine? Mit mir zusammen. Ich helfe dir täglich. Mit mir zusammen. Ich helfe dir täglich. Das ist sehr schön. Ich bin froh darüber. Das ist sehr schön. Ich bin froh darüber. Fragen stellen ist immer willkommen hier. Fragen stellen ist immer willkommen hier. Gut zu wissen, ich habe bestimmt viele Fragen. Gut zu wissen, ich habe bestimmt viele Fragen. Das ist normal am ersten Arbeitstag. Das ist normal am ersten Arbeitstag. Danke, Frau Neumann. Oder soll ich du sagen? Danke, Frau Neumann. Oder soll ich du sagen? Natürlich, wir duzen uns hier alle. Natürlich, wir duzen uns hier alle. Dann danke, Neumann. Nein, wie heißt du? Dann danke, Neumann. Nein, wie heißt du? Ich heiße Julia. Ruf mich einfach Julia. Ich heiße Julia. Ruf mich einfach Julia. Danke, Julia. Ich freue mich auf die Einarbeitung. Danke, Julia. Ich freue mich auf die Einarbeitung. Ich auch, Luca. Willkommen nochmal im Team. Ich auch, Luca. Willkommen nochmal im Team. Um Homeoffice bitten. Guten Morgen. Hast du kurz Zeit für mich? Guten Morgen. Hast du kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Was gibt es, Clara? Ja, natürlich. Was gibt es, Clara? Ich möchte über mobiles Arbeiten sprechen. Ich möchte über mobiles Arbeiten sprechen. Ah, du meinst Homeoffice. Ah, du meinst Homeoffice? Ja, genau. 2 Tage pro Woche zu Hause. Ja, genau. 2 Tage pro Woche zu Hause. Was ist der Grund für deinen Wunsch? Was ist der Grund für deinen Wunsch? Ich möchte Familie und Arbeit besser verbinden. Ich möchte Familie und Arbeit besser verbinden. Das verstehe ich gut. Erzähl mir mehr. Das verstehe ich gut. Erzähl mir mehr. 2 Tage Homeoffice würde viel helfen. 2 Tage Homeoffice würde viel helfen. Und die anderen 3 Tage im Büro? Und die anderen 3 Tage im Büro? Ja, 3 Tage komme ich ins Büro. Ja, 3 Tage komme ich ins Büro.
Das klingt vernünftig. Was denkst du dir genau? Das klingt vernünftig. Was denkst du dir genau? Montag und Freitag im Homeoffice, wenn möglich. Montag und Freitag im Homeoffice, wenn möglich. Montag und Freitag sind oft ruhigere Tage. Montag und Freitag sind oft ruhigere Tage. Genau, deshalb habe ich diese Tage gewählt. Genau, deshalb habe ich diese Tage gewählt. Kannst du alle Meetings online teilnehmen? Kannst du alle Meetings online teilnehmen? Ja, ich bin immer erreichbar per Video und Chat. Ja, ich bin immer erreichbar per Video und Chat. Erreichbar sein ist sehr wichtig für uns. Erreichbar sein ist sehr wichtig für uns. Ich verstehe das. Das ist für mich selbstverständlich. Ich verstehe das. Das ist für mich selbstverständlich. Während der Kernarbeitszeit musst du online sein. Während der Kernarbeitszeit musst du online sein. Was ist die Kernarbeitszeit bei uns genau? Was ist die Kernarbeitszeit bei uns genau? Von 9 bis 15 Uhr, jeden Tag. Von 9 bis 15 Uhr, jeden Tag. Das ist kein Problem. Ich bin immer da. Das ist kein Problem. Ich bin immer da. Gut. Auch im Homeoffice erreichbar bleiben? Gut. Auch im Homeoffice erreichbar bleiben? Ja, ich antworte sofort auf Nachrichten und Anrufe. Ja, ich antworte sofort auf Nachrichten und Anrufe. Schön. Das ist genau das, was wir brauchen. Schön. Das ist genau das, was wir brauchen. Gibt es eine Betriebsvereinbarung dazu? Gibt es eine Betriebsvereinbarung dazu? Ja, wir haben eine Betriebsvereinbarung für Homeoffice. Ja, wir haben eine Betriebsvereinbarung für Homeoffice. Was steht da drin genau? Was steht da drin genau? Maximal 2 Tage Homeoffice pro Woche erlaubt. Maximal 2 Tage Homeoffice pro Woche erlaubt. Das passt genau zu meinem Wunsch. Das passt genau zu meinem Wunsch. Ja, du bist im Rahmen der Betriebsvereinbarung. Ja, du bist im Rahmen der Betriebsvereinbarung. Muss ich das irgendwo offiziell beantragen? Muss ich das irgendwo offiziell beantragen? Ja, im internen System eintragen bitte. Ja, im internen System eintragen bitte. Wie funktioniert das im System? Wie funktioniert das im System? Du wählst die Tage im Kalender Tool aus. Du wählst die Tage im Kalender Tool aus. Jeden Montag und Freitag eintragen? Jeden Montag und Freitag eintragen? Ja, am besten für den ganzen Monat im Voraus. Ja, am besten für den ganzen Monat im Voraus. Das mache ich noch heute. Danke. Das mache ich noch heute. Danke. Gut, ich genehmige deinen Antrag dann online. Gut, ich genehmige deinen Antrag dann online. Wann siehst du den Antrag im System? Wann siehst du den Antrag im System? Sobald du ihn einträgst, bekomme ich eine Nachricht. Sobald du ihn einträgst, bekomme ich eine Nachricht. Und ich bekomme eine Bestätigung von dir? Und ich bekomme eine Bestätigung von dir? Ja, ich bestätige per System Nachricht. Ja, ich bestätige per System Nachricht. Perfekt. Wann kann ich anfangen? Perfekt. Wann kann ich anfangen? Ab nächster Woche, wenn der Antrag genehmigt ist. Ab nächster Woche, wenn der Antrag genehmigt ist. Das ist schnell. Ich freue mich sehr. Das ist schnell. Ich freue mich sehr. Aber denk daran, erreichbar zu bleiben. Aber denk daran, erreichbar zu bleiben. Ja, das verspreche ich. Kernarbeitszeit immer online. Ja, das verspreche ich. Kernarbeitszeit immer online. Gut. Und bei wichtigen Projekten ins Büro kommen. Gut.
und bei wichtigen Projekten ins Büro kommen. Natürlich, das ist für mich klar. Natürlich, das ist für mich klar. Dann sind wir uns einig, Clara. Dann sind wir uns einig, Clara. Ja, vielen Dank für dein Verständnis. Ja, vielen Dank für dein Verständnis. Gern. Mobiles Arbeiten ist heute ganz normal. Gern. Mobiles Arbeiten ist heute ganz normal. Ich bin sehr froh, dass das möglich ist. Ich bin sehr froh, dass das möglich ist. Wir vertrauen dir. Das ist das Wichtigste. Wir vertrauen dir. Das ist das Wichtigste. Das bedeutet mir sehr viel. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Danke. Kein Problem. Viel Erfolg im Homeoffice. Kein Problem. Viel Erfolg im Homeoffice. Danke. Ich trag's heute noch ein. Danke. Ich trage es heute noch ein. Gut. Bis dann, Clara. Gut. Bis dann, Clara. Bis dann. Danke nochmal. Bis dann. Danke nochmal. Sich beim Arbeitgeber krank melden. Guten Morgen, Frau Fischer. Ich muss mich krank melden. Guten Morgen, Frau Fischer. Ich muss mich krank melden. Guten Morgen, Jonas. Was ist passiert? Guten Morgen, Jonas. Was ist passiert? Ich habe hohes Fieber und starke Kopfschmerzen. Ich habe hohes Fieber und starke Kopfschmerzen. Das tut mir leid. Seit wann bist du krank? Das tut mir leid. Seit wann bist du krank? Seit heute Nacht. Ich kann nicht ins Büro. Seit heute Nacht. Ich kann nicht ins Büro. Gut, dass du dich vor Arbeitsbeginn meldest. Gut, dass du dich vor Arbeitsbeginn meldest. Ja, ich wollte sofort Bescheid geben. Ja, ich wollte sofort Bescheid geben. Das ist richtig so. Danke dafür. Das ist richtig so. Danke dafür. Wie melde ich mich offiziell krank? Wie melde ich mich offiziell krank? Du hast es gerade per Anruf gemacht. Du hast es gerade per Anruf gemacht. Reicht ein Anruf oder brauche ich mehr? Reicht ein Anruf oder brauche ich mehr? Für heute reicht der Anruf aus. Für heute reicht der Anruf aus. Und wenn ich morgen noch krank bin? Und wenn ich morgen noch krank bin? Dann meldest du dich wieder vor Arbeitsbeginn. Dann meldest du dich wieder vor Arbeitsbeginn. Jintei nömeln? Jintei nömeln? Ja, jeden Krankheitstag vor Arbeitsbeginn melden. Ja, jeden Krankheitstag vor Arbeitsbeginn melden. Wann brauche ich eine Krankmeldung vom Arzt? Wann brauche ich eine Krankmeldung vom Arzt? Ab dem 4. Krankheitstag brauchst du eine. Ab dem 4. Krankheitstag brauchst du eine. Also, 3 Tage ohne Arzt ist okay? Also 3 Tage ohne Arzt ist okay? Ja, 3 Tage geht ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja, 3 Tage geht ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Was ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genau? Was ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genau? Das ist das offizielle Dokument vom Arzt. Das ist das offizielle Dokument vom Arzt. Also der Krankenschein vom Hausarzt? Also der Krankenschein vom Hausarzt? Genau, den nennen wir auch EAU jetzt. Genau, den nennen wir auch EAU jetzt. Was bedeutet EAU? Was bedeutet EAU? Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also digital, nicht mehr auf Papier? Also digital, nicht mehr auf Papier? Richtig, der Arzt schickt es direkt digital. Richtig, der Arzt schickt es direkt digital. Direkt an die Personalabteilung? Direkt an die Personalabteilung? Nein, zuerst an die Krankenkasse, elektronisch. Nein, zuerst an die Krankenkasse,
elektronisch. Und die Personalabteilung holt es dann ab. Und die Personalabteilung holt es dann ab. Genau, wir rufen die EAU selbst ab. Genau, wir rufen die EAU selbst ab. Ich muss also nichts selbst einreichen? Ich muss also nichts selbst einreichen? Nein, das EAU-Verfahren läuft automatisch. Nein, das EAU-Verfahren läuft automatisch. Das ist viel einfacher als früher. Das ist viel einfacher als früher. Ja, kein Papierkram mehr für dich. Ja, kein Papierkram mehr für dich. Was muss ich selbst noch tun? Was muss ich selbst noch tun? Nur deinen Teamlead auch informieren. Nur deinen Teamlead auch informieren. Muss ich ihn anrufen oder reicht eine Nachricht? Muss ich ihn anrufen oder reicht eine Nachricht? Eine Nachricht reicht völlig aus. Eine Nachricht reicht völlig aus. Gut, ich schreibe ihm gleich. Gut, ich schreibe ihm gleich. Schreib, wie lange du ungefähr fehlst. Schreib, wie lange du ungefähr fehlst. Ich schätze 2 bis 3 Tage. Ich schätze 2 bis 3 Tage. Dann geh bitte morgen zum Hausarzt. Dann geh bitte morgen zum Hausarzt. Auch wenn ich mich morgen besser fühle? Auch wenn ich mich morgen besser fühle? Wenn du 3 Tage krank bist, ja, unbedingt. Wenn du 3 Tage krank bist, ja, unbedingt. Und der Arzt schickt die EAU dann direkt? Und der Arzt schickt die EAU dann direkt? Ja, das EAU-Verfahren läuft vom Arzt aus. Ja, das EAU-Verfahren läuft vom Arzt aus. Ich muss nichts selbst weiterleiten? Ich muss nichts selbst weiterleiten? Nein, alles ist automatisch im System. Nein, alles ist automatisch im System. Das ist sehr praktisch. Danke, Frau Fischer. Das ist sehr praktisch. Danke, Frau Fischer. Gern, erhol dich gut, Jonas. Gern, erhol dich gut, Jonas. Danke, ich melde mich morgen wieder. Danke, ich melde mich morgen wieder. Gut, vor Arbeitsbeginn, nicht vergessen. Gut, vor Arbeitsbeginn, nicht vergessen. Ja, vor 8 Uhr melde ich mich. Ja, vor 8 Uhr melde ich mich. Perfekt. Gute Besserung, Jonas. Perfekt. Gute Besserung, Jonas. Dankeschön, auf Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Werden Sie schnell gesund. Auf Wiederhören. Werden Sie schnell gesund. Erholungsurlaub beantragen. Nils, hast du kurz Zeit für mich? Nils, hast du kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Was ist los, Hanna? Ja, natürlich. Was ist los, Hanna? Ich möchte im Sommer Erholungsurlaub nehmen. Ich möchte im Sommer Erholungsurlaub nehmen. Oh, schön. Wann genau planst du? Oh, schön. Wann genau planst du? Ende Juli. Ungefähr 2 Wochen. Ende Juli. Ungefähr 2 Wochen. 2 Wochen Erholungsurlaub im Sommer. Toll. 2 Wochen Erholungsurlaub im Sommer. Toll. Ich möchte auch Brückentage nutzen. Ich möchte auch Brückentage nutzen. Gute Idee. Welche Feiertage meinst du? Gute Idee. Welche Feiertage meinst du? Der 15. August ist ein Feiertag. Der 15. August ist ein Feiertag. Ja, der fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. Ja, der fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. Dann nehme ich nur Freitag als Urlaubstag. Dann nehme ich nur Freitag als Urlaubstag. Und du hast 4 Tage frei mit nur einem Tag. Und du hast 4 Tage frei mit nur einem Tag. Genau, das ist ein perfekter Brückentag. Genau, das ist ein perfekter Brückentag. Das ist sehr clever mit den Brückentagen. Das ist sehr clever
mit den Brückentagen. Wie viele Urlaubstage habe ich noch dieses Jahr? Wie viele Urlaubstage habe ich noch dieses Jahr? Das steht in deinem Urlaubskonto im System. Das steht in deinem Urlaubskonto im System. Ich glaube, noch 15 Tage Erholungsurlaub. Ich glaube, noch 15 Tage Erholungsurlaub. 15 Tage reichen gut für 2 Wochen. 15 Tage reichen gut für 2 Wochen. Ja, mit den Brückentagen sogar noch mehr. Ja, mit den Brückentagen sogar noch mehr. Du kannst 3 Wochen frei bekommen. Du kannst 3 Wochen frei bekommen. Wirklich? Mit wie vielen Urlaubstagen? Wirklich? Mit wie vielen Urlaubstagen? 10 Tage Urlaub plus Feiertage plus Wochenenden. 10 Tage Urlaub plus Feiertage plus Wochenenden. Das ist sehr effizient geplant. Danke, Nils. Das ist sehr effizient geplant. Danke, Nils. Brückentage clever nutzen spart viele Urlaubstage. Brückentage clever nutzen spart viele Urlaubstage. Wer übernimmt meine Arbeit, wenn ich weg bin? Wer übernimmt meine Arbeit, wenn ich weg bin? Das ist die Urlaubsvertretung. Wer macht das? Das ist die Urlaubsvertretung. Wer macht das? Kannst du meine Urlaubsvertretung sein? Kannst du meine Urlaubsvertretung sein? Ja, das mache ich gerne für dich. Ja, das mache ich gerne für dich. Super, dann erkläre ich dir vorher alles. Super, dann erkläre ich dir vorher alles. Ja, eine Woche vorher bitte. Nicht einen Tag. Ja, eine Woche vorher bitte. Nicht einen Tag. Natürlich, ich bereite alles gut vor. Natürlich, ich bereite alles gut vor. Welche Projekte laufen gerade bei dir? Welche Projekte laufen gerade bei dir? Das Kundenprojekt und der Monatsbericht. Das Kundenprojekt und der Monatsbericht. Den Monatsbericht kenne ich schon gut. Den Monatsbericht kenne ich schon gut. Gut, dann ist das kein Problem für dich. Gut, dann ist das kein Problem für dich. Und das Kundenprojekt erklärst du mir vorher? Und das Kundenprojekt erklärst du mir vorher? Ja, wir machen nächste Woche ein kurzes Meeting. Ja, wir machen nächste Woche ein kurzes Meeting. Gut, dann bin ich deine Urlaubsvertretung. Gut, dann bin ich deine Urlaubsvertretung. Danke, Nils. Das ist sehr nett von dir. Danke, Nils. Das ist sehr nett von dir. Kein Problem, du machst das für mich auch. Kein Problem, du machst das für mich auch. Ja, natürlich. Gegenseitig ist das fair. Ja, natürlich. Gegenseitig ist das fair. Wann schickst du den Urlaubsantrag an den Chef? Wann schickst du den Urlaubsantrag an den Chef? Heute noch. Je früher, desto besser. Heute noch. Je früher, desto besser. Ja, der Sommer ist sehr beliebt für Urlaub. Ja, der Sommer ist sehr beliebt für Urlaub. Viele Kollegen wollen im Juli und August weg. Viele Kollegen wollen im Juli und August weg. Deshalb früh beantragen und genehmigen lassen. Deshalb früh beantragen und genehmigen lassen. Wie lange dauert es bis zur Genehmigung? Wie lange dauert es bis zur Genehmigung? Meistens 2 bis 3 Tage beim Chef. Meistens 2 bis 3 Tage beim Chef. Und wenn er den Urlaub nicht genehmigt? Und wenn er den Urlaub nicht genehmigt? Das passiert selten, wenn die Vertretung klar ist. Das passiert selten, wenn die Vertretung klar ist. Gut, du bist meine Vertretung. Das hilft. Gut, du bist meine Vertretung. Das hilft. Genau, mit Urlaubsvertretung genehmigt der Chef schneller. Genau, mit Urlaubsvertretung genehmigt der Chef schneller. Ich schreibe den Antrag jetzt sofort. Ich schreibe den Antrag jetzt sofort. Schreib auch die Brückentage extra dazu.
Schreib auch die Brückentage extra dazu. Den Freitag nach dem Feiertag auch eintragen? Den Freitag nach dem Feiertag auch eintragen? Ja, jeden Urlaubstag einzeln im Antrag angeben. Ja, jeden Urlaubstag einzeln im Antrag angeben. Gut, dann trage ich alles ein. Danke, Nils. Gut, dann trage ich alles ein. Danke, Nils. Gern geschehen. Schönen Urlaub schon jetzt. Gern geschehen. Schönen Urlaub schon jetzt. Danke, ich freue mich schon sehr darauf. Danke, ich freue mich schon sehr darauf. Ich auch. Für dich natürlich, nicht für mich. Ich auch. Für dich natürlich, nicht für mich. Du bist lustig, Nils. Danke nochmal. Du bist lustig, Nils. Danke nochmal. Immer gerne. Viel Erfolg beim Antrag. Immer gerne. Viel Erfolg beim Antrag. Jährliches Mitarbeitergespräch. Felix, willkommen zum Mitarbeitergespräch heute. Felix, willkommen zum Mitarbeitergespräch heute. Danke, Frau Becker. Ich freue mich darauf. Danke, Frau Becker. Ich freue mich darauf. Wir sprechen heute über das ganze Jahr. Wir sprechen heute über das ganze Jahr. Ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Zuerst gebe ich dir positives Feedback. Zuerst gebe ich dir positives Feedback. Das höre ich gerne. Danke. Das höre ich gerne. Danke. Du hast dieses Jahr sehr gut gearbeitet. Du hast dieses Jahr sehr gut gearbeitet. Das freut mich sehr zu hören. Das freut mich sehr zu hören. Das Kundenprojekt war ein großer Erfolg. Das Kundenprojekt war ein großer Erfolg. Ja, das Team hat wirklich gut zusammengearbeitet. Ja, das Team hat wirklich gut zusammengearbeitet. Du hast die Deadlines immer eingehalten. Du hast die Deadlines immer eingehalten. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Auch das Feedback von Kunden war sehr positiv. Auch das Feedback von Kunden war sehr positiv. Das motiviert mich sehr für das nächste Jahr. Das motiviert mich sehr für das nächste Jahr. Jetzt kommt mein konstruktives Feedback. Jetzt kommt mein konstruktives Feedback. Ja, ich bin offen für alle Rückmeldungen. Ja, ich bin offen für alle Rückmeldungen. Die Präsentationen könnten noch besser sein. Die Präsentationen könnten noch besser sein. Ja, das sehe ich selbst auch so. Ja, das sehe ich selbst auch so. Manchmal sind die Folien zu voll mit Text. Manchmal sind die Folien zu voll mit Text. Ich arbeite daran. Das ist ein guter Hinweis. Ich arbeite daran. Das ist ein guter Hinweis. Mehr Bilder und weniger Text wäre besser. Mehr Bilder und weniger Text wäre besser. Ja, das nehme ich als Ziel für nächstes Jahr. Ja, das nehme ich als Ziel für nächstes Jahr. Gut. Hast du Wünsche für das nächste Jahr? Gut. Hast du Wünsche für das nächste Jahr? Ja, ich möchte gerne eine Weiterbildung machen. Ja, ich möchte gerne eine Weiterbildung machen. Was für eine Weiterbildung schwebt dir vor? Was für eine Weiterbildung schwebt dir vor? Ein Kurs für Datenanalyse und Präsentationen. Ein Kurs für Datenanalyse und Präsentationen. Das passt gut zu deinen Aufgaben hier. Das passt gut zu deinen Aufgaben hier. Ja, genau. Es hilft mir und dem Team. Ja, genau. Es hilft mir und dem Team. Kann das Unternehmen die Weiterbildung bezahlen? Kann das Unternehmen die Weiterbildung bezahlen? Das ist mein Wunsch. Ist das möglich? Das ist mein Wunsch. Ist das möglich? Ja, wir haben ein Budget für Weiterbildung. Ja, wir haben ein Budget für Weiterbildung. Das ist sehr gut zu hören. Danke. Das ist sehr gut zu hören. Danke.
Schick mir den Kurslink und die Kosten. Schick mir den Kurslink und die Kosten. Das mache ich noch diese Woche. Versprochen. Das mache ich noch diese Woche. Versprochen. Gut, jetzt besprechen wir die Zielvereinbarung. Gut, jetzt besprechen wir die Zielvereinbarung. Was sind meine Ziele für nächstes Jahr? Was sind meine Ziele für nächstes Jahr? Ziel 1 ist die Kundenzufriedenheit steigern. Ziel 1 ist die Kundenzufriedenheit steigern. Das ist ein klares und erreichbares Ziel. Das ist ein klares und erreichbares Ziel. Ziel 2 ist bessere Präsentationen machen. Ziel 2 ist bessere Präsentationen machen. Ja, mit der Weiterbildung wird das besser. Ja, mit der Weiterbildung wird das besser. Gut, die Zielvereinbarung schreiben wir auf. Gut, die Zielvereinbarung schreiben wir auf. Wann unterschreiben wir die Zielvereinbarung? Wann unterschreiben wir die Zielvereinbarung? Heute noch, am Ende des Mitarbeitergespräches. Heute noch, am Ende des Mitarbeitergespräches. Gut, ich bin mit den Zielen einverstanden. Gut, ich bin mit den Zielen einverstanden. Hast du noch Feedback für mich als Chefin? Hast du noch Feedback für mich als Chefin? Ja, das Feedback von dir ist immer sehr klar. Ja, das Feedback von dir ist immer sehr klar. Das freut mich zu hören. Danke, Felix. Das freut mich zu hören. Danke, Felix. Ich wünsche mir noch mehr Teamgespräche monatlich. Ich wünsche mir noch mehr Teamgespräche monatlich. Das ist ein guter Vorschlag. Ich denke darüber nach. Das ist ein guter Vorschlag. Ich denke darüber nach. Danke, dass du das ernst nimmst. Danke, dass du das ernst nimmst. Feedback geben und nehmen ist wichtig für alle. Feedback geben und nehmen ist wichtig für alle. Ja, das Mitarbeitergespräch hilft mir sehr. Ja, das Mitarbeitergespräch hilft mir sehr. Mir auch. So verstehen wir uns besser. Mir auch. So verstehen wir uns besser. Danke für das offene Gespräch heute. Danke für das offene Gespräch heute. Gern. Hier ist die Zielvereinbarung zum Unterschreiben. Gern. Hier ist die Zielvereinbarung zum Unterschreiben. Ich lese kurz durch und unterschreibe dann. Ich lese kurz durch und unterschreibe dann. Natürlich, nimm dir Zeit dafür. Natürlich, nimm dir Zeit dafür. Alles klar, ich unterschreibe. Danke, Frau Becker. Alles klar, ich unterschreibe. Danke, Frau Becker. Danke, Felix. Auf ein gutes nächstes Jahr. Danke, Felix. Auf ein gutes nächstes Jahr. Ja, auf ein erfolgreiches Jahr zusammen. Ja, auf ein erfolgreiches Jahr zusammen. Gehaltserhöhung verhandeln. Guten Morgen, Herr Müller. Danke für das Gespräch. Guten Morgen, Herr Müller. Danke für das Gespräch. Guten Morgen, Sophia. Was möchtest du besprechen? Guten Morgen, Sophia. Was möchtest du besprechen? Ich möchte über mein Gehalt verhandeln. Ich möchte über mein Gehalt verhandeln. Ah, eine Gehaltsverhandlung. Gut, lass uns reden. Ah, eine Gehaltsverhandlung. Gut, lass uns reden. Ich möchte eine Gehaltserhöhung beantragen. Ich möchte eine Gehaltserhöhung beantragen. Was ist dein Argument dafür? Was ist dein Argument dafür? Meine Leistung dieses Jahr war sehr gut. Meine Leistung dieses Jahr war sehr gut. Das stimmt. Das Projekt war ein Erfolg. Das stimmt. Das Projekt war ein Erfolg. Das Projekt hat viel Umsatz gebracht. Das Projekt hat viel Umsatz gebracht. Ja, die Zahlen waren wirklich beeindruckend. Ja, die Zahlen waren wirklich beeindruckend. Meine Verantwortung ist auch gewachsen. Meine Verantwortung ist auch gewachsen. Das sehe ich auch so. Was möchtest du genau? Das sehe ich auch so.
Was möchtest du genau? Ich möchte 8 bis 10% mehr Gehalt. Ich möchte 8 bis 10% mehr Gehalt. Das ist eine deutliche Gehaltserhöhung. Das ist eine deutliche Gehaltserhöhung. Ja, aber meine Leistung rechtfertigt das. Ja, aber meine Leistung rechtfertigt das. Erkläre mir deine Argumente genauer. Erkläre mir deine Argumente genauer. Ich leite jetzt 3 Projekte gleichzeitig. Ich leite jetzt 3 Projekte gleichzeitig. Das stimmt, deine Aufgaben sind mehr geworden. Das stimmt, deine Aufgaben sind mehr geworden. Vor einem Jahr hatte ich nur ein Projekt. Vor einem Jahr hatte ich nur ein Projekt. Die Verantwortung ist wirklich gewachsen. Die Verantwortung ist wirklich gewachsen. Und meine Leistung war immer sehr gut. Und meine Leistung war immer sehr gut. Ja, das Feedback der Kunden war positiv. Ja, das Feedback der Kunden war positiv. Deshalb verhandle ich heute über das Gehalt. Deshalb verhandle ich heute über das Gehalt. Ich verstehe deine Argumente, Sophia. Ich verstehe deine Argumente, Sophia. Ist eine Gehaltserhöhung möglich? Ist eine Gehaltserhöhung möglich? Ja, aber 10% auf einmal ist viel. Ja, aber 10% auf einmal ist viel. Was schlägst du vor, Herr Müller? Was schlägst du vor, Herr Müller? Ich denke an eine stufenweise Gehaltserhöhung. Ich denke an eine stufenweise Gehaltserhöhung. Was bedeutet stufenweise genau? Was bedeutet stufenweise genau? 5% jetzt und 5% in 6 Monaten. 5% jetzt und 5% in 6 Monaten. Also insgesamt 10% nach einem halben Jahr? Also insgesamt 10% nach einem halben Jahr? Genau, stufenweise ist für beide Seiten gut. Genau, stufenweise ist für beide Seiten gut. Das klingt fair. Ich denke darüber nach. Das klingt fair. Ich denke darüber nach. Die erste Stufe beginnt nächsten Monat. Die erste Stufe beginnt nächsten Monat. Nächsten Monat schon? Das ist schnell. Nächsten Monat schon? Das ist schnell. Ja, deine Leistung verdient eine schnelle Reaktion. Ja, deine Leistung verdient eine schnelle Reaktion. Und die zweite Stufe in 6 Monaten? Und die zweite Stufe in 6 Monaten? Ja, wenn die Leistung weiter so gut bleibt. Ja, wenn die Leistung weiter so gut bleibt. Das ist fair. Ich bin damit einverstanden. Das ist fair. Ich bin damit einverstanden. Gut, dann sind wir uns einig. Gut, dann sind wir uns einig. Bekomme ich das schriftlich? Bekomme ich das schriftlich? Ja, die Gehaltserhöhung kommt in den Vertrag. Ja, die Gehaltserhöhung kommt in den Vertrag. Wann bekomme ich den neuen Vertrag? Wann bekomme ich den neuen Vertrag? In etwa einer Woche von der Personalabteilung. In etwa einer Woche von der Personalabteilung. Gut, ich warte auf den neuen Vertrag. Gut, ich warte auf den neuen Vertrag. Hast du noch andere Wünsche? Hast du noch andere Wünsche? Ja, ich möchte auch eine Weiterbildung machen. Ja, ich möchte auch eine Weiterbildung machen. Was für eine Weiterbildung? Was für eine Weiterbildung? Ein Kurs für Projektmanagement wäre gut. Ein Kurs für Projektmanagement wäre gut. Das passt gut zu deinen neuen Aufgaben. Das passt gut zu deinen neuen Aufgaben. Ja, so kann ich meine Leistung noch steigern. Ja, so kann ich meine Leistung noch steigern. Gut, schick mir die Details zum Kurs. Gut, schick mir die Details zum Kurs. Das mache ich heute noch. Danke sehr. Gern, du verhandelst sehr professionell, Sophia. Gern. Du verhandelst sehr professionell, Sophia. Danke. Ich bereite mich immer gut vor. Danke. Ich bereite mich immer gut vor. Das merkt man.
Weiter so. Das merkt man. Weiter so. Danke, Herr Müller. Auf Wiedersehen. Danke, Herr Müller. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf eine gute Zusammenarbeit. Auf Wiedersehen. Auf eine gute Zusammenarbeit. Überstunden ablehnen. Tobias, kannst du heute wieder länger bleiben? Tobias, kannst du heute wieder länger bleiben? Marie, ich muss ehrlich mit dir sein. Marie, ich muss ehrlich mit dir sein. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Ich mache zu viele Überstunden gerade. Ich mache zu viele Überstunden gerade. Das Projekt ist in der wichtigen Endphase. Das Projekt ist in der wichtigen Endphase. Ja, das verstehe ich gut. Trotzdem. Ja, das verstehe ich gut. Trotzdem. Wir brauchen dich noch diese Woche abends. Wir brauchen dich noch diese Woche abends. Ich habe diese Woche schon 10 Überstunden. 10 Überstunden. 10 Überstunden? Das ist viel. 10 Überstunden? Das ist viel. Ja, das ist zu viel für mich. Ja, das ist zu viel für mich. Aber das Projekt hat eine Deadline. Aber das Projekt hat eine Deadline. Die Deadline kenne ich. Aber ich bin erschöpft. Die Deadline kenne ich. Aber ich bin erschöpft. Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Wir müssen die Prioritäten besser setzen. Wir müssen die Prioritäten besser setzen. Was meinst du mit Prioritäten setzen? Was meinst du mit Prioritäten setzen? Welche Aufgaben sind wirklich dringend? Welche Aufgaben sind wirklich dringend? Alle Aufgaben sind wichtig für das Projekt. Alle Aufgaben sind wichtig für das Projekt. Nein, nicht alle sind gleich dringend. Nein, nicht alle sind gleich dringend. Das stimmt vielleicht. Was ist deine Idee? Das stimmt vielleicht. Was ist deine Idee? Wir wählen die 3 wichtigsten Aufgaben aus. Wir wählen die 3 wichtigsten Aufgaben aus. Und die anderen Aufgaben? Und die anderen Aufgaben? Die kommen nach der Deadline. Das ist besser. Die kommen nach der Deadline. Das ist besser. Ich verstehe. Das ist ein guter Vorschlag. Ich verstehe. Das ist ein guter Vorschlag. So brauchen wir keine Überstunden am Wochenende. So brauchen wir keine Überstunden am Wochenende. Das Wochenende ist aber manchmal nötig. Das Wochenende ist aber manchmal nötig. Nein, das Arbeitszeitgesetz erlaubt das nicht immer. Nein, das Arbeitszeitgesetz erlaubt das nicht immer. Das Arbeitszeitgesetz? Was meinst du? Das Arbeitszeitgesetz? Was meinst du? In Deutschland gibt es ein Gesetz für Arbeitszeit. In Deutschland gibt es ein Gesetz für Arbeitszeit. Wie viele Stunden darf man pro Tag arbeiten? Wie viele Stunden darf man pro Tag arbeiten? Maximal 8 Stunden, manchmal 10 Stunden. Maximal 8 Stunden, manchmal 10 Stunden. 10 Stunden ist das Maximum pro Tag? 10 Stunden ist das Maximum pro Tag? Ja, das steht im Arbeitszeitgesetz so drin. Ja, das steht im Arbeitszeitgesetz so drin. Ich wusste nicht, dass es so streng ist. Ich wusste nicht, dass es so streng ist. Ja, das Gesetz schützt alle Mitarbeiter. Ja, das Gesetz schützt alle Mitarbeiter. Und die vielen Überstunden diese Woche? Und die vielen Überstunden diese Woche? Die kommen auf mein Überstundenkonto. Die kommen auf mein Überstundenkonto. Was ist das Überstundenkonto genau? Was ist das Überstundenkonto genau? Da sammle ich alle Extrastunden. Da sammle ich alle Extrastunden. Und dann bekommst du Freizeit dafür? Und dann bekommst du Freizeit dafür? Ja, ich nehme später freie Tage als Ausgleich. Ja, ich nehme später freie Tage als Ausgleich. Das klingt fair. Das wusste ich nicht. Das klingt fair? Das wusste ich nicht.
Viele wissen das nicht. Aber es ist mein Recht. Viele wissen das nicht. Aber es ist mein Recht. Okay, ich respektiere das, Tobias. Okay, ich respektiere das, Tobias. Danke, Marie. Das schätze ich sehr. Danke, Marie. Das schätze ich sehr. Wir setzen jetzt die Prioritäten zusammen. Wir setzen jetzt die Prioritäten zusammen. Ja, das ist der Beste. Weg nach vorne. Ja, das ist der Beste. Weg nach vorne. Welche Aufgabe ist für dich am dringendsten? Welche Aufgabe ist für dich am dringendsten? Die Datenbankfunktion muss zuerst fertig sein. Die Datenbankfunktion muss zuerst fertig sein. Gut, die Datenbank hat höchste Priorität. Gut, die Datenbank hat höchste Priorität. Dann kommt das Login-System danach. Dann kommt das Login-System danach. Und das Design können wir später machen? Und das Design können wir später machen? Ja, das Design ist nicht so dringend. Ja, das Design ist nicht so dringend. Gut, das sind unsere 3 Prioritäten jetzt. Gut, das sind unsere 3 Prioritäten jetzt. Perfekt, so schaffen wir es ohne Überstunden. Perfekt, so schaffen wir es ohne Überstunden. Ich hoffe, du hast recht damit. Ich hoffe, du hast recht damit. Prioritäten setzen ist besser als Überstunden machen. Prioritäten setzen ist besser als Überstunden machen. Das nehme ich mir zu Herzen. Danke, Tobias. Das nehme ich mir zu Herzen. Danke, Tobias. Danke, dass du zuhörst. Das bedeutet mir viel. Danke, dass du zuhörst. Das bedeutet mir viel. Auf eine gute Zusammenarbeit weiterhin. Auf eine gute Zusammenarbeit weiterhin. Ja, gemeinsam schaffen wir die Deadline. Ja, gemeinsam schaffen wir die Deadline. Arbeitszeugnis anfordern. Guten Tag, Herr Schmidt. Ich brauche Ihre Hilfe. Guten Tag, Herr Schmidt. Ich brauche Ihre Hilfe. Guten Tag, Lara. Was kann ich tun? Guten Tag, Lara. Was kann ich tun? Ich möchte ein Arbeitszeugnis beantragen. Ich möchte ein Arbeitszeugnis beantragen. Du verlässt das Unternehmen bald, oder? Du verlässt das Unternehmen bald, oder? Ja, mein letzter Tag ist Ende des Monats. Ja, mein letzter Tag ist Ende des Monats. Das Austrittsdatum ist also der 30.? Das Austrittsdatum ist also der 30.? Ja, genau. Der 30. ist mein Austrittsdatum. Ja, genau. Der 30. ist mein Austrittsdatum. Welche Art von Zeugnis möchtest du? Welche Art von Zeugnis möchtest du? Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis bitte. Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis bitte. Nicht nur ein einfaches Zeugnis? Nicht nur ein einfaches Zeugnis? Nein, ich möchte eine vollständige Bewertung. Nein, ich möchte eine vollständige Bewertung. Das qualifizierte Zeugnis hat mehr Inhalt. Das qualifizierte Zeugnis hat mehr Inhalt. Ja, mit Leistung und Verhalten am Arbeitsplatz. Ja, mit Leistung und Verhalten am Arbeitsplatz. Das ist ein gutes Recht. Natürlich. Das ist ein gutes Recht. Natürlich. Danke. Was steht in einem qualifizierten Zeugnis? Danke. Was steht in einem qualifizierten Zeugnis? Deine Aufgaben, deine Leistung und dein Verhalten. Deine Aufgaben, deine Leistung und dein Verhalten. Und die Bewertung von meiner Arbeit insgesamt? Und die Bewertung von meiner Arbeit insgesamt? Ja, eine zusammenfassende Bewertung am Ende. Ja, eine zusammenfassende Bewertung am Ende. Ich habe gehört, es gibt eine Zeugnissprache. Ich habe gehört, es gibt eine Zeugnissprache. Ja, das stimmt. Das ist interessant in Deutschland. Ja, das stimmt. Das ist interessant in Deutschland. Was bedeutet Zeugnissprache genau? Was bedeutet Zeugnissprache genau? Bestimmte Sätze haben eine versteckte Bedeutung.
Bestimmte Sätze haben eine versteckte Bedeutung. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Er hat sich stets bemüht, klingt positiv. Er hat sich stets bemüht, klingt positiv. Aber es bedeutet eigentlich etwas Negatives? Aber es bedeutet eigentlich etwas Negatives? Ja, es bedeutet, die Leistung war nicht gut. Ja, es bedeutet, die Leistung war nicht gut. Das ist sehr überraschend. Wie erkenne ich das? Das ist sehr überraschend. Wie erkenne ich das? Im Internet gibt es viele Erklärungen dazu. Im Internet gibt es viele Erklärungen dazu. Was ist eine wirklich gute Formulierung im Zeugnis? Was ist eine wirklich gute Formulierung im Zeugnis? Er erfüllte die Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit. Er erfüllte die Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit. Das klingt sehr positiv. Das klingt sehr positiv. Ja, das ist die beste Bewertung überhaupt. Ja, das ist die beste Bewertung überhaupt. Und was bekomme ich in meinem Zeugnis? Und was bekomme ich in meinem Zeugnis? Deine Leistung war sehr gut. Das ist fair. Deine Leistung war sehr gut. Das ist fair. Das freut mich zu hören. Danke sehr. Das freut mich zu hören. Danke sehr. Die Bewertung ist ehrlich und positiv. Die Bewertung ist ehrlich und positiv. Wann bekomme ich das qualifizierte Zeugnis? Wann bekomme ich das qualifizierte Zeugnis? Bis zu deinem Austrittsdatum, also Ende des Monats. Bis zu deinem Austrittsdatum, also Ende des Monats. Kann ich das Zeugnis vorher lesen? Kann ich das Zeugnis vorher lesen? Ja, wir zeigen dir einen Entwurf vorher. Ja, wir zeigen dir einen Entwurf vorher. Und wenn ich etwas ändern möchte? Und wenn ich etwas ändern möchte? Du kannst Fehler melden, das ist dein Recht. Du kannst Fehler melden, das ist dein Recht. Auch die Bewertung kann ich kommentieren? Auch die Bewertung kann ich kommentieren? Sachliche Fehler ja, aber nicht die Meinung. Sachliche Fehler ja, aber nicht die Meinung. Das verstehe ich. Danke für die Erklärung. Das verstehe ich. Danke für die Erklärung. Gern. Das Zeugnis ist sehr wichtig für dich. Gern. Das Zeugnis ist sehr wichtig für dich. Ja, für die neue Stelle brauche ich es. Ja, für die neue Stelle brauche ich es. Neue Arbeitgeber lesen das Zeugnis sehr genau. Neue Arbeitgeber lesen das Zeugnis sehr genau. Auch die Zeugnissprache, verstehen Sie? Auch die Zeugnissprache, verstehen Sie? Ja, erfahrene Personalverantwortliche kennen die Formulierungen gut. Ja, erfahrene Personalverantwortliche kennen die Formulierungen gut. Dann ist ein gutes Zeugnis sehr wertvoll. Dann ist ein gutes Zeugnis sehr wertvoll. Ja, das qualifizierte Zeugnis öffnet viele Türen. Ja, das qualifizierte Zeugnis öffnet viele Türen. Ich bin froh, dass ich es beantrage. Ich bin froh, dass ich es beantrage. Das ist sehr klug von dir. Richtige Entscheidung. Das ist sehr klug von dir. Richtige Entscheidung. Wann schicken Sie mir den Entwurf? Wann schicken Sie mir den Entwurf? In einer Woche bekommst du den Entwurf. In einer Woche bekommst du den Entwurf. Per E-Mail oder per Post? Per E-Mail oder per Post? Per Mail, dann kannst du schnell antworten. Per Mail, dann kannst du schnell antworten. Gut, ich warte auf den Entwurf. Danke. Gut, ich warte auf den Entwurf. Danke. Gern geschehen. Alles Gute für die Zukunft. Gern geschehen. Alles Gute für die Zukunft. Danke, Herr Schmidt. Auf Wiedersehen. Danke, Herr Schmidt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg bei der neuen Stelle. Auf Wiedersehen. Viel Erfolg bei der neuen Stelle. Kündigung einreichen. Guten Tag, Frau Neumann. Haben Sie kurz Zeit? Guten Tag, Frau Neumann. Haben Sie kurz Zeit? Guten Tag, Maximilian. Natürlich, komm rein. Guten Tag, Maximilian.
Natürlich. Komm rein. Ich möchte meine Kündigung einreichen. Ich möchte meine Kündigung einreichen. Oh, das ist eine große Entscheidung. Oh, das ist eine große Entscheidung. Ja, ich habe eine neue Stelle gefunden. Ja, ich habe eine neue Stelle gefunden. Verstehe. Hast du das Kündigungsschreiben dabei? Verstehe. Hast du das Kündigungsschreiben dabei? Ja, hier ist das Schreiben. Bitte sehr. Ja, hier ist das Schreiben. Bitte sehr. Danke. Es ist handschriftlich unterschrieben? Danke. Es ist handschriftlich unterschrieben? Ja, schriftlich mit meiner Unterschrift. Ist das korrekt? Ja, schriftlich mit meiner Unterschrift. Ist das korrekt? Ja, schriftlich ist Pflicht bei einer Kündigung. Ja, schriftlich ist Pflicht bei einer Kündigung. Eine E-Mail würde nicht reichen? Eine E-Mail würde nicht reichen? Nein, die Kündigung muss immer schriftlich sein. Nein, die Kündigung muss immer schriftlich sein. Gut, das habe ich richtig gemacht. Gut, das habe ich richtig gemacht. Wann möchtest du das Unternehmen verlassen? Wann möchtest du das Unternehmen verlassen? So schnell wie möglich, aber korrekt natürlich. So schnell wie möglich, aber korrekt natürlich. Schauen wir uns die Kündigungsfrist an. Schauen wir uns die Kündigungsfrist an. Was steht in meinem Vertrag dazu? Was steht in meinem Vertrag dazu? Ich schaue kurz in deinen Arbeitsvertrag. Ich schaue kurz in deinen Arbeitsvertrag. Ich glaube, es sind 3 Monate Frist. Ich glaube, es sind 3 Monate Frist. Ja, 3 Monate zum Monatsende steht hier. Ja, 3 Monate zum Monatsende steht hier. Was bedeutet zum Monatsende genau? Was bedeutet zum Monatsende genau? Die Frist endet immer am letzten Tag des Monats. Die Frist endet immer am letzten Tag des Monats. Also nicht nach genau 90 Tagen? Also nicht nach genau 90 Tagen? Nein, immer zum Ende des 3. Monats. Nein, immer zum Ende des 3. Monats. Du gibst die Kündigung heute ein, also August. Du gibst die Kündigung heute ein, also August. Dann endet die Kündigungsfrist am 30. November. Dann endet die Kündigungsfrist am 30. November. Der 30. November ist mein letzter Arbeitstag? Der 30. November ist mein letzter Arbeitstag? Genau, das ist dein offizielles Austrittsdatum. Genau, das ist dein offizielles Austrittsdatum. Gut, das ist klar und fair. Gut, das ist klar und fair. Hast du noch Resturlaub übrig? Hast du noch Resturlaub übrig? Ja, ich glaube 12 Tage Resturlaub. Ja, ich glaube 12 Tage Resturlaub. Ich schaue im System nach deinem Urlaubskonto. Ich schaue im System nach deinem Urlaubskonto. Kann ich den Resturlaub noch nehmen? Kann ich den Resturlaub noch nehmen? Ja, du kannst den Resturlaub vor dem Ende nehmen. Ja, du kannst den Resturlaub vor dem Ende nehmen. Oder bekomme ich den Resturlaub ausgezahlt? Oder bekomme ich den Resturlaub ausgezahlt? Wenn du ihn nicht nehmen kannst, wird er ausgezahlt. Wenn du ihn nicht nehmen kannst, wird er ausgezahlt. Das ist gut zu wissen. Danke. Das ist gut zu wissen. Danke. Du hast 12 Tage Resturlaub im System. Du hast 12 Tage Resturlaub im System. Kann ich die letzten 2 Wochen frei nehmen? Kann ich die letzten 2 Wochen frei nehmen? Ja, das ist möglich. Wir tragen es ein. Ja, das ist möglich. Wir tragen es ein. Dann arbeite ich bis Mitte November aktiv. Dann arbeite ich bis Mitte November aktiv. Und die letzten 2 Wochen sind Resturlaub. Und die letzten 2 Wochen sind Resturlaub. Der 30. November bleibt mein Austrittsdatum? Der 30. November bleibt mein Austrittsdatum? Ja, das Austrittsdatum ändert sich nicht. Ja, das Austrittsdatum ändert sich nicht. Gut. Was passiert jetzt als nächstes? Gut.
Was passiert jetzt als nächstes? Ich bestätige die Kündigung schriftlich per Brief. Ich bestätige die Kündigung schriftlich per Brief. Bekomme ich die Bestätigung per Post? Bekomme ich die Bestätigung per Post? Ja, per Post an deine Heimatadresse. Ja, per Post an deine Heimatadresse. Wann kommt die Bestätigung ungefähr? Wann kommt die Bestätigung ungefähr? In etwa einer Woche. Das geht schnell. In etwa einer Woche. Das geht schnell. Und das Arbeitszeugnis beantrage ich separat? Und das Arbeitszeugnis beantrage ich separat? Ja, das Zeugnis beantragst du extra bei uns. Ja, das Zeugnis beantragst du extra bei uns. Das mache ich nächste Woche. Danke. Das mache ich nächste Woche. Danke. Gern. Wir wünschen dir alles Gute, Maximilian. Gern. Wir wünschen dir alles Gute, Maximilian. Danke, Frau Neumann. Es war schön hier. Danke, Frau Neumann. Es war schön hier. Für uns auch. Du warst ein guter Mitarbeiter. Für uns auch? Du warst ein guter Mitarbeiter? Das freut mich sehr zu hören. Danke. Das freut mich sehr zu hören. Danke. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei der neuen Stelle. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei der neuen Stelle. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Frau Neumann. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Frau Neumann.